Die Anden sind eine natürliche Barriere, die den ganzen südamerikanischen Kontinent teilt. Sie zu überqueren ist auch heute noch ein Abenteuer. Man muss über Pässe fahren mit knapp 4000 Metern. Das Wetter kann jederzeit umschlagen und die Höhe macht Mensch und Maschine zu schaffen. Doch diesmal erwartet uns ein ganz anderes Problem. Die härteste Grenze unserer Reise, stundenlanges Warten und am Ende werden wir auch noch beschuldigt, unerlaubte Substanzen ins Land zu schmuggeln. Bevor wir uns auf den Weg Richtung Grenze machen, müssen wir noch etwas erledigen. Bei jedem Grenzübergang brauchen wir für unsere Hunde die Papiere vom Veterinäramt. Nur so dürfen wir die Hunde mitnehmen. Guten Morgen! Es geht los. Es geht los. Endlich geht's los Richtung Anden. Ja. Wir sind schon total aufgeregt und man sieht sie auch schon die ganze Zeit. Und es war eine total coole Zeit in Mendoza, aber wir sind froh, dass es endlich wieder weitergeht. Ja. Und heute wollen wir mal eine richtig coole Straße, die wurde uns empfohlen. Also Schotterstraße auch und schöne Natur und weit ab vom normalen Verkehr hier. Und dann geht's morgen Richtung Pass. Also morgen geht's auf diesen, also es ist zwar der größte Pass zwischen Argentinien und Chile, wir sind den auch schon mal gefahren vor einem Jahr, aber noch nicht von der argentinischen Seite. Und das soll ganz schön steil sein, da sind wir schon, also auf jeden Fall wird es sehr abenteuerlich. So, freuen wir uns drauf und jetzt noch ein paar Kilometer zu rocken. Jupp. Die Wolken kleben am Horizont und so können wir die 6000 Meter hohen Berge nicht sehen. Noch geht es nur geradeaus, aber diese Straße führt uns zu einer Schotterstraße hoch in die Anden. Das Wetter wird immer schlechter und wir sind noch nicht einmal in den Bergen. Es soll in Mendoza eigentlich nie regnen, aber heute regnet es natürlich wie aus Eimern. Und eigentlich fahren wir gerade schön auf die 6000er zu in den Anden und hätten wahrscheinlich das mega Panorama. Und was wir jetzt sehen, ist nichts. Nee, wir fahren jetzt richtig schön ins Scheißwetter rein hier. Ja, was ich gesagt habe, echtes Sauwetter. Und wir sind jetzt voll in die Wolken reingefahren. Wir hoffen, dass wir so weit hochfahren, dass es danach eben keine Wolken mehr gibt. Weil sonst sind wir hier voll in der Suppe. Man kann wirklich gar nichts mehr sehen. Also wirklich überhaupt nichts mehr. So, ich würde sagen so, naja, 20 Meter weit. Da habe ich immer Scheibenwischer hier. Aber mehr ist nicht. 30. Wir fahren extrem langsam. Man kann nur ahnen, wie steil es neben uns den Hang hinabgeht. Geht ganz schön tief runter da. Außerdem funktioniert unsere Handbremse nicht. Das heißt, wir müssen besonders aufpassen. Wir suchen uns einen Platz für eine Pause. Vielleicht haben wir Glück und das Wetter wird besser.
Die Straße ist komplett ungesichert und durch den Regen gibt es Steinschlag. Hier stehen wir sicher. Ja, wir bleiben erstmal stehen. Man sieht ja gar nichts. Es soll total die schöne Panoramastraße sein. Die haben uns extra Leute empfohlen, dass wir die fahren sollen. Und jetzt sehen wir einfach nichts. Deswegen warten wir jetzt hier mal eine Weile, essen irgendwas und gucken. Vielleicht geht es ja besser und dann können wir vielleicht ein bisschen was sehen. Aber so sieht man wirklich nichts. Ist okay? Ja, sehr. Wo ist demasiado crudo? Ja, ist gut. Wow. Perfekt. Woody, da komm mal her. Na los. Hopp. Ja, fein. Und was hier? Mein Essen oder was? Nach einer Stunde Warten hat sich nichts verändert. Wir entscheiden, weiterzufahren. Neben uns fallen Steine auf die Straße und der Weg wird auch immer schlechter. Wir fahren jetzt in einer Stunde bergauf auf der doch relativ heftigen Straße hier. Und langsam wird es heller. Also langsam scheint die Wolkendecke über uns dünner zu werden. Und wir haben so die Hoffnung, dass wir vielleicht oben drüber irgendwann sind. Weil wir fahren jetzt immer weiter den Pass hoch. Geht bis, ich glaube, bis auf 2400 Meter fahren wir heute. Und vielleicht haben wir ja Glück und können irgendwann oben rausgucken. Wäre total cool. Buona cosa. Oh, Marone, che grande che è!
Na, ich hab's ja gesagt. Total cool. Jetzt sind wir durch die Wolken durch und es ist blauer Himmel und jetzt kann man hier echt 30 Kilometer weit gucken. Das ist richtig fett. Und wir sind jetzt hier schon auf 2400 Metern, würde ich sagen. Und vor uns liegt jetzt eben der Pass, den wir morgen überqueren wollen. Und ich zeige euch das mal. Das ist richtig beeindruckend. Das ist unglaublich. So, da hinten seht ihr die Berge, die Bergkette. Und da wollen wir morgen früh rüber. Ganz cool. Und dahinter liegt Chile. Und wir wollen nach San Felipe de los Andes. Und dort wollen wir eben nochmal 2 neue Reifen kaufen. Wir haben unsere Hinterreifen schon ziemlich abgefahren. Und bevor es nach Bolivien und Peru geht, wollen wir das nochmal erledigen, weil da sind die Straßen ja nur so wie hier. Und dementsprechend ist da eine gute Bereifung vorgesehen. Außerdem sind ja unsere beiden Bremszylinder. Wir haben ja 2 schrottige Bremszylinder hinten drin, die nicht passen. Und da, die holen wir jetzt eben ab. So, jetzt haue ich mich ins Auto rein. Und dann geht's weiter. Baby! Are you ready? Hier oben finden wir ein Denkmal für den Naturforscher Charles Darwin. Es wurde zur Erinnerung an eine seiner Entdeckungen errichtet. Hier hat er auf einer Landexpedition 52 versteinerte Stämme gefunden, die noch immer aufrecht standen. Sie stammen aus einer Zeit von vor 250 Millionen Jahren. Zu dieser Zeit war das Klima hier subtropisch und feucht. Es gab viele Vulkane. Aber echt Glück gehabt mit dem Wetter. Ja. Hammergeil. Und die Aussicht, die ist so krass. Die Berge da vorne sind 6000 Meter auf 6. Fliegt uns hier das halbe Auto auseinander. 6000 Meter, das ist echt richtig hammerhart. Ich glaube, der Mont Blanc, der ist 4000 und ein bisschen, nochmal 2000 Meter mehr. Und wir sind hier in der Nähe von dem höchsten Berg Südamerikas, dem Aconcagua. Wir nähern uns der Stadt Uspallata. Dort ist auch das Ende der Straße. Wir müssen uns langsam einen Ort für die Nacht suchen. Es soll nicht weit von hier einen Hügel geben, den die Einheimischen den Berg der 7 Farben nennen. Dort wollen wir die Nacht verbringen und morgen dann über die Grenze fahren. Das war's für heute. Geschafft. Weiter fahren wir nicht. Wir sind angekommen. Cerro Siete Colores heißt es. Und hier ist alles total bunt. Also die Steine sind total farbenfroh. Es gibt hier Kupfer, Eisenerz, alles Mögliche. Und dadurch hat es natürlich ganz viele verschiedene Farben. Wir werden jetzt die Nacht hier bleiben und ja, erstmal die Sterne genießen und auch ein bisschen eine schöne kalte Nacht genießen, weil wir sind ja auf über 2000 Meter, da kann man endlich mal wieder richtig schlafen. Und morgen geht's dann irgendwann früh los. Und ich habe jetzt gerade was entdeckt. Guckt euch das mal an. Das ist so krass. Könnt ihr das sehen? Die sind alle verschiedenfarbig. Lila, grün, weiß, braun. Echt total cool. Ja?
Hola, buen día. Gracias. So, wir sind jetzt kurz vor dem Pass Liberatores, sind schon auf 2700 Meter. Das sind jetzt noch ein paar hundert Meter bis zur Zollkontrolle. Und hier ist ein ganz berühmter Ort, das heißt Puente de los Incas. Und zwar, also nicht, dass die hier eine Brücke gebaut haben, weil Puente heißt ja Brücke, sondern hier waren Thermalquellen und hier sind die Inkas sozusagen gekommen, um diese Thermalquellen zu nutzen. Und die Brücke, die ist natürlich. Und in der Brücke ist ein Hotel drin, aber da ist irgendwann mal in den 70er Jahren so eine Schneelawine runter. Und seitdem ist das Hotel gesperrt, darf auch keiner mehr rein. Aber der Ort ist halt immer noch berühmt. So, jetzt gehen wir da mal hin, weil das sieht wirklich richtig geil aus. Man sieht auch von den Thermalquellen, wie der Schwefel da runterläuft. Das ist echt richtig, ja, Hammer. Geiler Ort. So, hinter mir seht ihr jetzt das alte Hotel und auch diese Färbung, das kommt eben durch das Thermalwasser, das heißt sehr schwefelhaltig, eisenhaltig, auch da Mineralien drin und die legen sich ja dann langsam auf den Berg ab und dadurch entsteht diese Klippe hier, die diese Farben hat. Echt beeindruckend. 1925 wurde das Hotel in den Stein gebaut. Für die damalige Zeit war es ein Luxushotel mit insgesamt 70 Zimmern. Die Menschen sind damals mit dem Zug angereist. Heute wird die Bahnlinie nicht mehr genutzt. Eine Lawine hat im Jahr 1965 fast das gesamte Hotel zerstört. Seitdem wird es nicht mehr genutzt. Ja, wir müssen ja unbedingt Samstag drüber fahren, ist natürlich hier fetter Verkehr. Und jetzt haben wir sehen schon den Tunnel hinten am Ende, aber da ist erstmal eine fette Schlange. Und wenn wir da durch sind, kommt auch nur noch eine Kontrolle, weil es ist hier integriert. Also man hat dann in Chile die Ausreise von Argentinien und Einreise Chile an einem Ort, das ist also ganz cool. Ja, aber das zieht sich jetzt hier. Jetzt können wir schön Stop and Go. Wir sind fast auf, wir sind 3700 Meter schon, ne? Man merkt das auch schon richtig am Kopf. Ein bisschen Kopfweh und also auch das Auto fährt anders. Braucht ein bisschen mehr Gas. Nach mehr als 1,5 Stunden können wir endlich durch den Tunnel fahren. Wir hoffen, dass es danach besser wird, aber es kommt noch schlimmer. Hola, buenas. Buen día, hasta luego. Das kann echt nicht sein. Es ist der übelste Grenzübertritt, den wir seitdem wir reisen gemacht haben. Also wir stehen jetzt hier seit 4 Stunden und es geht immer so 15 Meter irgendwie weiter und irgendwo da unten in 2 Kilometern kommt dann die nächste Kontrolle. Aber das ist schon echt ätzend. Also die Hunde sind fertig, wir sind fertig. Weiß gar nicht, was da so lange dauert, aber egal. Vielleicht sind wir in einer Stunde durch, hoffentlich. Ja.
Also wir können nicht mehr. Das ist jetzt 6 Stunden später und wir sind völlig im Arsch. Vor uns sind jetzt hier noch, weiß nicht, 20 Autos. Und dann, dann sollten wir es endlich geschafft haben. Also wir sind völlig kaputt. Es geht gar nicht mehr. So, drückt uns die Daumen, dass das alles schnell klappt. Leider wird es nicht schnell gehen. Uns erwarten einige Probleme beim Zoll. Encima. Wegen dem großen Verkehrsaufkommen wird heute sogar auf 2 Etagen kontrolliert. Beim letzten Mal war viel weniger los. So, busqué estacionamiento, por ejemplo, ahí, donde se estacionamiento ahí. Ja. Wir lassen die Hunde im Auto, um die ganzen Schritte für die Einreise nach Chile zu erledigen. Danach will der Zoll dann auch noch das Auto kontrollieren. Cámara. ¿Dónde van ahora? ¿A qué parte se dirigen? Ahora San Felipe de los Andes. Abajo. Ferrar el coche. Estos son cocidos, huevos cocidos. Ya. Son cocidos. Abajo también está Este cocido. cocido, este es Ah, ok. Pues, cordura o puede No, tiene que quedarse, sí, sí. porque está abierto. Está abierto. Los salames siempre tienen que venir de países libres de lactosa, porcina clásica o enfermedades, y siempre cerrados, nunca abiertos. Ok, Entonces estos están dos cerrados palos. por otro lado. Siempre y cuando vengan de Argentina. Si vienen de Brasil, el salame no ingresa. Otra cosa. ¿Ya? Vale. Lo mismo el bacon. Pero este puede Déjemelo aquí, cocido o yo lo tengo que retirar. ok. Semillas. Semillas. Tengo, creo, semilla de lino. ¿Ya? ¿Qué más? Que hago desde ahí. ¿Qué viene el problema con eso? Semillas, pero nada más. Porotos o frijoles, lentejas. Porotos de lana. Ya, nada de bolsa. Traje. Cubiertos y abajo está la cosa de limpieza. ¿Me puedo pedir si me sacan cositas aquí? Por favor. ¿Y para perrete? Sí. Ella tiene fortísimamente la hipoglicemia. Y tiene ¿Algún papel que diga que tiene Tenemos papeles. el doctor en general. ¿Ya? Si puedes dejar por lo menos uno si no lo quiere, porque si no, no tengo nada para intervenir si tiene problemas. Porque el medicamento. Anoides. Es anticonvulsionante. ¿Ya? Pero no traen receta. Ya. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. Bueno, no puede utilizar este producto, ¿ya? Lo que sí me dijo es que tengo que dejarle lo que usted necesite para el día. Entonces saque lo que necesita para hoy o mañana y el resto va a tener que comprarlo aquí en Chile.
son los míos, tomo dos de esto. Ok. Estos son los míos. La próxima vez con receta de los remedios para perro, ¿ya? Sí, hay una hora. Ready? Na endlich! Ey, was ein Stress! Unglaublich! Und die machen ja einen Aufriss. Also Chile, wenn man über den Liberator-Pass fährt, also das ist echt ein Mega-Aufriss. Wir hassen ja große Grenzen. Also macht's echt nicht. Nehmt einfach eine kleine Grenze und fahrt ein paar Kilometer mehr, weil das ist echter Stress. 2 Leute im Auto rumgehüpft und alles auseinandergepflückt. Ja. Und wir haben ja nun mal für Wilma die Medikamente dabei. Jetzt haben die uns echt das Diazepam für Wilma abgenommen, weil kein Rezept. In Argentinien kriegt man dafür aber kein Rezept. Zum Glück haben wir ein Rezept für die Hanftropfen. Ja. Die haben sie aber nicht gefunden. Mann, ey, unglaublich. Unglaublich, oder? So, weiter geht's. Für heute reicht's. Ich glaube, das war das Letzte für heute, oder? Wir sehen uns morgen. Tschüss.